Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Im heutigen Video geht es um den höchstwahrscheinlich stärksten Akkuschrauber von Makita in der 18 Volt Klasse und zwar den DHP 481. Starten wir wie immer zuallererst einmal mit den physikalischen Merkmalen und dem Design, denn der DHP 481 ist einfach ein extrem massiver Akkuschrauber, was man sofort am Gewicht und an der Größe merkt. Der Akkuschrauber ist wie gesagt relativ schwer, liegt aber wie angegossen und griffig in der Hand, was an dem ergonomisch geformten Griff und an der Gummiummantelung liegt. Außerdem ist er mit einer Größe von 205 x 79 x 266 mm, was ihn auf ein Gewicht von ca. 2,6 Kilo bringt, weder kopflastig noch schlecht ausbalanciert. Neben dem Akkuschrauber bekommt ihr aus der Box noch einen zusätzlichen Handgriff, um diese geballte Power auch irgendwie bändigen zu können. Denn sobald es ans Eingemachte geht, kann es passieren, dass er bei größeren Beanspruchungen oder bei Verkanten des Bohrers das Handgelenk verdreht, weil man ihn einfach wirklich nur noch sehr schwer halten kann. Der Handgriff an sich ist der gleiche wie bei dem DGA 504, wobei auch dieser hier mit Gummi ummantelt ist, damit er rutschfest in der Hand liegt. Hierbei finde ich die Idee, wie man den zusätzlichen Handgriff montieren kann, sehr praktisch und innovativ, da dieser lediglich von vorne drauf gesteckt wird und dann festgedreht wird. Denn durch leichtes Drehen des Handgriffes öffnet sich die Fassung entlang eines Stiftes bzw. schließt sich wieder. Weiterhin findet man an der Metallfassung eine kleine Einkerbung, welche dafür da ist, dass der Griff perfekt am Metallgehäuse einrastet, ohne zu verrutschen. Somit kann der Griff je nach Belieben rechts oder auch links montiert werden. Last but not least befindet sich noch ein Abstandhalter in der Box, was nichts anderes ist als ein Metallstab mit einer Plastikkappe am Ende. Dieser wird einfach in ein dafür vorgesehenes Loch im Handgriff eingeschoben und mit einem Gewinde festgedreht. Somit kann man auch bei langen Bohrern eine Begrenzung festlegen, damit diese nicht komplett versenkt werden. Der Rechts-Links-Lauf des Akkuschraubers hingegen sowie die Drehzahlregulierung sind einhändig problemlos bedienbar und erweisen sich im Test keinesfalls als schlecht positioniert. Die Drehzahlregulierung lässt sich nämlich sehr feinfühlig dosieren und verfügt über zwei frei wählbare Gänge auf der Oberseite. Hierbei kann man durch den schwarzen Schalter, welcher meiner Meinung nach wirklich einen guten Druckpunkt hat und auch zudem griffig ist, der Gang gewechselt werden. Das hier verbaute Vollmetall-Planetengetriebe, welches außerdem nach außen hin durch ein Metallgehäuse ummantelt ist, kann somit zum einen die entstehende Wärme optimal nach außen hin abgeben und ist natürlich wesentlich robuster. Im ersten Gang liefert es hierbei eine Leerlaufdrehzahl von ca. 550 Umdrehungen pro Minute und im zweiten maximale 2100. Weiterhin frei wählbar ist hierbei das Drehmoment, welches 21 Stufen beherbergt und im weichen Fall 60 Nm bzw. im harten Schraubfall bis zu 115 Nm ausgelegt ist. Im Test versenkt er dabei kinderleicht mittelmäßig lange Schrauben, wobei ich leider keine größeren dieser Leistungsklasse gerecht geworden wären zur Verfügung hatte. Beim Bohren in Holz hingegen mit einem langen Spiralbohrer erwies er sich weiterhin als sehr ausdauernd und kraftvoll, da er zuverlässig bis zum Ende durchzog und dabei kaum warm wurde. Zudem verfügt der DHP 481 auch über eine Schlagbohrfunktion, damit dieser bei härteren Materialien wie Beton oder Stein keine Probleme hat. Die drei verfügbaren Modis bzw. das Drehmoment sind wie gesagt frei wählbar, um so für jede anfallende Arbeit die perfekte Einstellung bereitstellen zu können. Das Bohrfutter hat eine Spannweite von 1,5 bis 13 mm, was somit auch feinere Arbeiten zulässt und ist vergleichsweise leichtläufig. Außerdem besteht dies im Vergleich zu anderen Akkuschraubern komplett aus Metall, wodurch man zum einen einen besseren Griff hat und was natürlich zum anderen auch einfach edler wirkt. Betrieben wird der Akkuschrauber von einem Brushless Motor, also ohne Bürsten, welcher zum einen wesentlich langlebiger und effizienter ist als herkömmliche.
Außerdem kann somit die Maschine noch kompakter und platzsparender verbaut werden. Zur ausreichend guten Beleuchtung befinden sich direkt unter dem Bohrfutter zwei leistungsstarke LEDs, welche den Arbeitsplatz großflächig ausleuchten. Auf der linken bzw. auf der rechten Seite des Akkuschraubers befinden sich weiterhin ein konventioneller Gürtelclip aus Metall und auf der anderen Seite eine Bithalterung für bis zu maximal 2 Bits gleichzeitig. Bei der Akkufassung setzt Makita weiterhin auf das altbewährte Prinzip, wobei man den 18 Volt Akku von vorne in die Akkuschiene einschiebt. Hierbei sitzt der Akku fest und hat so gut wie gar kein Spiel, wobei er jedoch auch ohne Haken bzw. Klemmen wieder abnehmbar ist. Zur Überwachung des Akkustandes befindet sich daher am Fuß eine 3-Segment-LED-Anzeige, welche bei Aktivierung des Akkuschraubers den jeweils aktuellen Akkustand angibt. Falls der Akku dann nun doch leer sein sollte, kann dieser durch Quick Charge innerhalb von 40 Minuten zum Beispiel mit dem DC18RC wieder aufgeladen werden, um somit die Arbeit sofort fortsetzen zu können. Letzten Endes kann man sagen, dass der DHP 481 mit seinen 2,6 Kilogramm auch eine ordentliche Handvoll Kraft mitbringt, die auch den Profi mit hohen Ansprüchen sicher nicht im Stich lassen wird. Fast 390 € ist natürlich schon eine ordentliche Stange Geld, aber meiner Meinung nach für diesen gewaltigen Akkuschrauber trotzdem noch gerechtfertigt. Den aktuellsten Preis und täglich neue Angebote findest du wie immer noch einmal unten in der Videobeschreibung, also einfach mal reinschauen. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Review. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen, indem sie über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.